Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich möchte Ihnen heute gerne den ersten Teil einer dreiteiligen Serie präsentieren, in welcher ich mit Ihnen zusammen ziemlich weit in der Zeit zurückgehe. So erwarten Sie Geschichten, welche für Hundefreunde als recht spannend und interessant bezeichnet werden können. Davon bin ich überzeugt. Wussten Sie, dass wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Jahr 2008 davon berichten, dass Hunde schon vor 36.500 Jahren domestiziert wurden? Die Ergebnisse dieser wissenschaftlichen Studie basieren auf Funde von Hundeknochen im belgischen Goyer-Grab. Faszinierend, oder? Ja, Hunde in der Antike. Ägyptische Wandgemälde, auf welchen Hunde mit Halsband zu sehen sind, werden auf ein Alter von 5500 Jahren geschätzt. Im antiken Mesopotamien, welches Teile des heutigen Irak, Syrien, Kuwait und der Türkei umfasste, erschienen Hunde in der bis zu 4000 Jahre alten Dichtung von Gilgamesch in der erhabenen Rolle als Begleiter der Göttin Inanna, die mit 7 Jagdhunden zusammen ausgestattet mit Halsband und Leine reiste. Im antiken Persien wurden Hunde mit Göttlichkeit assoziiert. Der als Wendetat bekannte Abschnitt in Avesta, der heiligen Schrift der Anhänger von Zarathustra. Da wird erklärt, wie Hunde zu behandeln sind und wie Strafen auszusehen haben für Menschen, die Hunde misshandeln. Ja, wie Zeiten sich ändern, denn heutzutage müssen sie im Iran damit rechnen, verhaftet zu werden, wenn sie es wagen, mit einem Haushund im Park zu spazieren. Ja. In einer großen Zeremonie wurde vor etwa 4600 Jahren Abu Dio, der Hund eines Königsdieners in Ägypten, nahe dem Plateau von Gizeh, bestattet. Im antiken Ägypten galten Hunde als vollwertiges Familienmitglied. Wenn ein Hund starb, trauerte die ganze Familie. Und wenn es der Wohlstand zugelassen hat, wurde der Hund auch mumifiziert. Als Zeichen der Trauer zum verlorenen Hund rasierte sich jedes Familienmitglied die Augenbrauen. Im bekanntesten indischen Epos, dem Mahabharata, verfasst vor etwa 2400 Jahren, wird von überaus treuen Hund geschrieben. Und auch davon, dass der Hund mehr als nur willkommen ist im Paradies. Sie werden also bemerkt haben, dass Hunde in Regionen, in welchen sie heutzutage häufig verachtet werden und als unrein gelten, in der Antike höchstes Ansehen genossen. Weshalb das so ist, das überlasse ich Ihrer Fantasie. Ich möchte mich dazu nicht näher äußern. Ja, doch in diesem Dreiteiler konzentrieren wir uns auf Hunde von Kulturen, welche etwas mehr mit Europa und ihrer Urbevölkerung zu tun haben. Und deswegen möchte ich heute mit den Kelten beginnen. Genau hier, mitten in Österreich, tief in den Bergen des Salzkammerguts, da liegt die Wiege der keltischen Kultur, Hallstatt. Die Hallstatt-Kultur, ein Ort, an dem vor mehr als 2500 Jahren eine Kultur entstand, die Europa für immer prägen sollte, nämlich die der Kelten. Von hier aus verbreiteten sich die Kelten über ganz Europa bis nach Spanien und Britannien und noch heute fließt ihr Blut in vielen von uns. In den Menschen Österreichs, Süddeutschlands, Tschechiens und natürlich auch weit darüber hinaus und ganz besonders in den Leuten von Großbritannien. Ja, auch hier Neudörfel, da siedelten die Kelten zuhauf. Interessante Geschichte. Im angrenzenden Wiener Neustadt sind unzählige in Neudörfel gefundene keltische Artefakte ausgestellt. Ich habe sie mir schon angesehen. Die Wälder, welche ich mit Vito hier durchstreife, die waren übersät mit keltischen Hügelgräbern und ganz in der Nähe befindet sich der Keltenberg. Ziemlich interessant das Ganze. Mich interessiert sowas sehr. Doch egal ob in den Alpen, in Gallien oder auf den britischen Inseln. Sie waren alle ein Volk der Natur. Sie waren wahre Krieger und sie waren ein Volk der freien Menschen. Und eines verband alle diese vielen keltischen Stämme, die es gab. Sie waren ausnahmslos alle große Hundefreunde. Das ist belegt. Bei den Kelten waren Hunde weit mehr als nützliche Begleiter. In der keltischen Mythologie
spielten Hunde eine sehr, sehr große Rolle und wurden häufig mit dem Jenseits und den Göttern assoziiert. Nehalenia, die Göttin der Heilung und des Wohlstands, die wurde häufig in Begleitung eines Hundes dargestellt. Und die Göttin Turian wurde durch eine eifersüchtige Märchenfee zu einem Wolfshund verwandelt. So geht das weiter. Die keltische Mythologie strotzt vor Geschichten mit Hunden. Ja. Obwohl die Kelten, besonders zu Anfang ihrer Entstehungsgeschichte, in Notzeiten Hunde auch verspeisten. Das kam bei vielen antiken Völkern in der Antike vor, auch wenn die Hunde dort hohes Ansehen genossen. Zu Notzeiten galten sie auch oft als Nahrung. Trotzdem wurden die keltischen Hunde durch entsprechende Gesetze geschützt. Ja. Diebstahl, Misshandlung, Tötung eines Hundes wurde äußerst schwer bestraft. Ja. Der Hund galt als Wächter, als Krieger, als Jagdgefährte, als Beschützer und auch als wertvolles Geschenk. Ja. Es galt als riesengroße Ehre, von einem Fürsten einen starken Hund überreicht zu bekommen. Ja. Denn der Hund stand für Mut, Treue und Stärke. Bei den Gekelten galt es als Kompliment, jemanden als Hund zu bezeichnen. Anders als heute, wo das eine Beleidigung ist, war diese Bezeichnung damals ein Zeichen des Respekts. Warum? Nun, der keltische Hund hatte hauptsächlich 3 Aufgaben. Er war Jäger, Beschützer und Krieger. Rassen im heutigen Sinne gab es zu dieser Zeit noch nicht, aber es gab einheitliche, für diverse Aufgaben besonders geeignete Hundetypen. Die gab es sehr wohl. Natürlich kann man davon ausgehen, dass der keltische Hund in verschiedensten Erscheinungsformen am Alltag der Kelten teilnahm. Ganz sicher. Doch waren es 2 ganz bestimmte keltische Hundetypen, welche in der antiken Welt von sich reden machten. Und das waren die Hunde der britischen Kelten. Gute Jagdhunde waren damals begehrt und sehr wertvoll. Die Kelten, die hatten die besten. Darüber war sich die antike, heute europäische Welt damals einig. Und da gab es den Vorfahren der heutigen Braken, die Keltenbrake. Dieser Hund besaß besonders feine Nase, war etwa mittelgroß und sorgte dafür, die keltischen Jäger zuverlässig zum Wild zu führen. Alle heutigen Brakenrassen, Laufhunde, viele Vorstehhunde stammen von der Keltenbrake ab. Ausnahmslos. Das ist belegt. Große, zottelige, schnelle und gleichzeitig sehr starke Hunde der Kelten begleiteten die Jäger und die Braken auf der Jagd. Ihre Aufgabe war es, das aufgespürte Wild einzuholen und zu packen. Hirsche und Wildschwein galten hierbei als Hauptbeute. Gleichzeitig hatten diese zotteligen Riesen auch die Aufgabe, die Siedlungen zu bewachen, zu beschützen und mit ihrem Leben zu verteidigen. Man weiß heute, dass dieser direkte Vorfahre des Irish Wolfhounds, schottischen Hirschhunds, auch als keltischer Kriegshund mit in die Schlacht marschierte. Das nicht zu wenig, ja, und war dieser Hund äußerst gefürchtet beim Gegner. Ja. Es existieren römische Aufzeichnungen, welche davon berichten, dass die Hunde, diese riesigen keltischen Kriegshunde, deren Siedlungen gegen römische Legionäre noch lange nach dem Tod ihrer Herren weiterverteidigten. Und dieser Zustand häufig ein maßgeblich militärisches Problem für die Legion war, welches bis zum Kaiser berichtet wurde. Ähnliches wurde auch von germanischen Hunden berichtet. Die Römer waren fasziniert und beeindruckt von diesen Hunden, welche laut römischen Aussagen so groß wie Kälber werden konnten. Als Trophäen erbeutet wurden sie nach Rom transportiert und vor tausenden Menschen in den Arenen in den Kampf gegen wilde Tiere und auch Gladiatoren geworfen. Bis heute beschäftigt mich diese Sache, genau diese Sache enorm. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man Hunde, die traumatisiert, völlig traumatisiert aus ihrer gewohnten Umgebung in Arenen verfrachtet und sie dazu bringt, dort spektakuläre Kämpfe zu veranstalten. Ich machte mir schon so oft Gedanken darüber. Entweder verwendeten die Römer damals, die mit Sicherheit Hundemeister inne hatten in der Legion, welche ihre Arbeit verstanden, Stimulantien, oder sie sperrten diese Hunde mit Gladiatoren und wilde Tiere in einen abgegrenzten, kleineren Raum ein, in einen vergitterten Raum, wo sie nicht flüchten konnten. Denn
Ich bin mir sicher, dass diese erbeuteten Kriegshunde der Kelten, von welchen man so oft zu lesen bekommt, dass sie in den Arenen gegen römische Kriegshunde oder andere wilde Tiere oder Gladiatoren kämpften, zum Kampf bereit waren, wenn es um die Verteidigung ging. Doch derartige Hunde müssen, wenn sie im Erwachsenenalter erbeutet wurden, derartig verstört, traumatisiert gewesen sein. Verlust ihrer Familie, generell gewöhntes Gebiet. Das waren Hunde von Naturvölkern, die plötzlich in Arenen, die vollgestopft waren mit tausenden lauten Menschen, hineingeworfen wurden. Also diese Hunde waren garantiert nicht dazu bereit, in die Offensive zu gehen in solchen Momenten. Also die konnte man nur zum Kämpfen bringen, indem man ihnen den Raum zur Flucht nahm, auf sie einwirkte und somit als Ergebnis einen verteidigenden Hund erhielt. Ja. Denn anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja. Bin mir sicher, dass diese Spektakel, diese grausamen Spektakel in den Arenen auf diese Art und Weise ausgesehen haben. Ja. Wie gesagt, außer diese römischen Hundemeister hatten irgendwelche Stimulantien zur Verfügung, also gewonnen aus Pflanzen oder irgendwas, welche diese Hunde geistig mehr oder weniger dazu trieben, in den Arenen vor laut tausenden tobenden Zusehern zur Offensive überzugehen. Denn, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer dieser erbeuteten Kriegshunde getan hätte, außer er wurde als Welpe erbeutet und als Welpe auf diese Aufgabe vorbereitet. Ja, das ist was anderes. Aber so etwas kann man nirgends detailliert herausrecherchieren. Das geht nicht. Man kann nur lesen, aus unzähligen Quellen herauslesen, dass das geschehen ist, aber detaillierte Berichte darüber gibt es nicht. Interessant ist es dennoch, denn bis heute überlege ich mir, wie haben die das getan? Wir wissen, dass sie speziell für die Arenen ausgebildete Hunde züchteten, die Römer, für die Spiele, für spektakuläre Kämpfe, trainierten. Ganz klar, kein Problem, bin mir sicher. Das war für diese Leute, die damals mit Sicherheit auch über fundiertes Wissen zur Erziehung von Hunden zu gewissen Themen verfügten, 100%, ja, ein leichtes. Doch wie gesagt, nochmal, einen Hund, der schon erwachsen ist, bei einem Naturvolk in recht ruhiger Umgebung aufgewachsen ist und von fremden Menschen erbeutet wird, auf Karren wochenlang in ein anderes Land transportiert wird, in diesem Fall von den britischen Inseln bis ins heutige Italien, und dort dann in eine Arena geworfen wird, um vor wahnsinnig großer oder lauter Kulisse tausender tobender Menschen gegen irgendjemanden zu kämpfen und das auch tun möchte, das kann ich mir nicht vorstellen. Also irgendwas wurde da getan, oder irgendwie haben die das gemacht. Ja, ich gehe davon aus, dass diese Kämpfe stattgefunden haben. Das ist belegt. Ja, das bestreitet niemand. Nur ich glaube eher, dass sie diese Hunde mit ihren Gegnern da drinnen in irgendwelche Art Boxen, geschlossen mit Käfigen, verfrachteten, wo diese Hunde die Möglichkeit zur Flucht nicht hatten und sich dem Kampf stellen mussten. Ja, denn freiwillig sind die da drinnen sicher nicht zur Offensive übergegangen. So, jetzt habe ich genug ausgeholt. Es ist nur ein Thema, Sie verstehen, was ich meine. Ich konnte mich jetzt vielleicht nicht so ganz klar ausdrücken, das mich aber wahnsinnig interessiert. Es hat viel mit Hundetraining etc. und so weiter zu tun. Und hier bin ich sehr skeptisch, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ich wiederhole mich jetzt glaube ich zum dritten Mal, dass ein Hund, der aus gewohnter Umgebung gerissen wird, weg von all seinem Vertrauten, geistig dazu bereit wäre, dann vor tausenden Menschen, laute Kulisse, da reingestoßen in eine Arena, da mir nichts, dir nichts, zu fighten. Der Herr hatte höchstwahrscheinlich nur eines im Sinn, egal wie wild und wie groß und wie stark er war, zu flüchten. Ja. Hier mussten diese Veranstalter dieser Kämpfe dafür sorgen, dass der Hund nicht flüchten konnte und sich wehren musste. Also so wird das abgelaufen sein. So, jetzt zurück. Die römischen Geschichtsschreiber wie Tacitus oder Plinius erwähnten explizit die wilde Kraft, den Mut und die Zähigkeit dieser keltischen Hunde. Und der römische Historiker Appian schrieb: Großer Ruhm erhebt die mancherlei keltischer Hunde. Ja.
Rom entschloss sich dazu, die eigenen Kriegshunde mit dem Blut der überlegenen keltischen Kriegshunde zu verfeinern und er schuf damit den Canis Pugnax. Ist so, habe ich auch schon manchmal erzählt. Den direkten Vorfahren des heutigen Cane Corso und Mastino Napoletano. Ja. Doch nicht nur Jäger, Wächter, Beschützer und Krieger waren die Hunde bei den Kelten. Reiche Keltinnen hielten sich kleinere Hunde als Schoß- und Begleithunde als Zeichen von Wohlstand und Zuneigung. Der Alltag eines keltischen Hundes außerhalb von Jagd oder Schlacht, der war derjenige eines geschätzten und geliebten Verbündeten. Schlafend oder wachend im Dorf unterwegs, spielend mit den Kindern oder das Vieh, hütend. Man geht heute davon aus, dass das Futter der Hunde wie das Essen der Menschen aus Fleisch und Getreide bestand. So viel kann man recherchieren, ja. Die Kelten als Volk, die gibt es heute nicht mehr. Ihre Sprache lebt aber im walisischen, irischen, schottisch, gälischen, kornischen und bretonischen weiter. Und die Kelten behandelten ihre Hunde sehr gut. Sie liebten ihre Hunde, ja. Hüteten sie wie einen Schatz. Und obwohl es hauptsächlich nur 2 Typen von Hunden waren, welche sie hielten. Ja. Den großen, zotteligen, starken, schnellen und mutigen Packer, Beschützer und Krieger und den mittelgroßen, ausdauernden Aufspürer waren die Hunde der Kelten in der antiken Welt berühmt. Mit dem Irish Wolfhound, dem schottischen Hirschhund, sogar mit dem französischen Picard, ja, kann man sich allerdings einen Teil des berühmten, großen, zotteligen keltischen Hundes nach Hause holen. Ja. Wenn Sie Beagle, Foxhound oder Besitzer eines sonstigen Laufhundes sind, ja, sehen Sie Ihren Hund mal tief in die Augen. Vielleicht erkennen Sie den Kelten in ihm. Ja. Bin mir sicher, irgendwo tief da drinnen steckt er noch irgendwie. Ja, liebe Zuseher, so viel zu den Hunden der Kelten. Ich finde solche Dinge faszinierend. Mich interessiert so etwas sehr. Vielleicht habe ich den einen oder anderen von Ihnen ja ebenfalls da etwas am Nerv getroffen damit. Ich freue mich schon auf die nächsten beiden Teile. Um welche Völker es da geht, möchte ich nicht verraten. Einige von Ihnen können es sich denken. Noch 2, ja, sage ich mal, Kulturen, die Europa stark geprägt haben. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.